Bereits im Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges waren Scharfschützen auf beiden Seiten gefürchtete Gegner. Doch spielten sie vor allem auf deutscher Seite nie wirklich eine entscheidende Rolle. Auch in der Reichswehr der Weimarer Republik und in der Wehrmacht wurde die Ausbildung von Scharfschützen nicht als wichtig erachtet. Ganz im Gegenteil. Für die meisten Offiziere galt das Scharfschützenwesen als hinterhältig und nicht ehrenhaft. Die bei Schussvergleichen zwischen Schützen mit offenen Visieren und Schützen mit Zielfernrohren ermittelten kaum besseren Ergebnisse führten sogar zu einem Stopp der Einführung von Zieloptiken. Erst 1938 befasste man sich dann wieder mit dem Thema Zielfernrohre. Doch nach dem Angriff auf die Sowjetunion traf die Wehrmacht auf ein so großes Maß an feindlichen Scharfschützenaktivitäten, dass die vielen dadurch verursachten Ausfälle die Führung der Wehrmacht zwangen, sich mit dieser Gefahr auseinanderzusetzen. Das einzige Gegenmittel war die verstärkte Ausbildung eigener Scharfschützen. Wie viele von euch sind auch wir große Fans des Spiels Man of War? Am 20. September erscheint der lang ersehnte zweite Teil der Reihe. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen sollten und einmal das Kommando auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs übernehmen wollen, ist Man of War 2 genau das Richtige. In diesem Strategiespiel könnt ihr amerikanische, sowjetische und natürlich auch deutsche Truppen befehligen. Dabei stehen euch 45 verschiedene Bataillone und mehr als 300 Fahrzeuge zur Verfügung. Ihr könnt zwischen 3 Story-Kampagnen und 2 historischen Kampagnen wählen, die ihr auch im Koop-Modus mit Freunden durchspielen könnt. Zusätzlich gibt es 2 weitere Kampagnenmodi, Eroberung und Überfall. Wie gewohnt könnt ihr wieder epische Multiplayer-Schlachten schlagen und habt die Wahl zwischen menschlichen Gegnern oder einer fortgeschrittenen KI. Die Kämpfe könnt ihr auf über 20 detaillierten Karten austragen. Ob ihr euch auf offenem Gelände Panzerschlachten liefert oder euch mit euren Soldaten in zerstörten Städten verschanzt, ist dann ganz eurer taktischen Planung überlassen. In den zerbombten Städten werden besonders Scharfschützen zu einer tödlichen Bedrohung. Man of War 2 bietet euch die Möglichkeit zum Einsatz dieser Einheit. Je nach Art der Scharfschützen können diese ihre Position tarnen oder ungesehen in den Trümmern umherschleichen und ebenfalls sehr wichtige feindliche Einheiten aufdecken. Richtig eingesetzt können sie einen großen Einfluss auf dem Schlachtfeld haben, beim Ausschalten verteidigender Infanterie oder auch durch Sabotagemissionen hinter feindlichen Linien. Wenn ihr genauso gehypt seid wie wir, dann freut euch besonders auf die Open Beta, die vom 10. bis 14. August stattfindet. In dieser Zeit könnt ihr das Spiel kostenlos testen. Wir hoffen, euch dann ab dem 20. September auf dem virtuellen Schlachtfeld zu treffen und bald auch einen der vielen Mods mit euch zu spielen, die durch den vollen Mod-Support möglich sein werden. Vielleicht sogar einen Verstaubt sind die Gesichter-Mod. Wer weiß. Die Darstellung des Scharfschützen, die wir euch heute zeigen, ist nur eine von sehr vielen Variationen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Da muss man jetzt einmal drüber reden, was ist eigentlich ein Scharfschütze? Viele stellen sich einen Scharfschützen immer mit einem Zielfernrohr auf dem Gewehr vor, was natürlich nicht immer der Realität entspricht. Einer der bekanntesten Scharfschützen, der Finne Simon Hähö, auch als Weißer Tod bekannt, der hatte zum Beispiel gar kein Zielfernrohr auf seinem Gewehr. Der hat alle seine Abschüsse einfach über Kimme und Korn gemacht. Und so haben wir das jetzt auch in unserer Darstellung einmal gezeigt. Aber warum war das so? Man muss jetzt hier sagen, dass der Begriff Scharfschütze nichts mit dem Zielfernrohr, also mit der technischen Komponente per se zu tun hat. Ein Scharfschütze war in jeder Gruppe der Soldat, der am besten geschossen hat. Das waren dann auch die Gruppenscharfschützen sozusagen. Und das waren dann auch die Soldaten, die später gezielt aus der Gruppe rausgeholt wurden, um eine Scharfschützenschule zu besuchen. Schauen wir uns einmal die Ausrüstung an, die Peter hier trägt. Wir fangen oben in der Kopfbedeckung an. Peter trägt hier als Scharfschütze die M43 Feldmütze. Das hat einfach was damit zu tun, dass man, wenn man die Mütze trägt, deutlich mehr hört als zum Beispiel beim Tragen des Helms. Der Helm bedeckt die Ohren zu einem gewissen Grad und unterdrückt halt eben so Geräusche, die sehr wichtig sind, da man als Scharfschütze auch sehr viel auf Sicht und auf Geräusche achtet, um sich im Gelände besser fortzubewegen. Weiter sehen wir hier, dass Peter die Zeltbahn als Poncho trägt. Das wurde oft gemacht als Nässeschutz. Die Scharfschützen haben das aber zur Tarnung gemacht. Die normalen Soldaten haben dann meistens die Ärmel noch eingerollt, einfach nur um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Die Scharfschützen haben aber die Zeltbahn meistens über die Arme getragen, da man hier quasi zugunsten der Tarnwirkung auf die Bewegungsfreiheit verzichtet hat. Als weitere Ausrüstung trägt Peter hier natürlich den Y-Riemen mit den K98 Patronentaschen auf jeder Seite
und dem Leibriemen mit Koppelschloss und natürlich für Spähaufgaben und Kundschaftsaufgaben, was auch zu den Scharfschützentätigkeiten zählte, noch ein Fernglas. Hinten auf dem Rücken hat er dann schlichtweg einfach nur den Brotbeutel und die Trinkflasche. Man hat als Scharfschütze einfach alles weggelassen, was auf irgendeine Art und Weise Geräusche erzeugt, um sich nicht zu verraten. An den Füßen trägt Peter hier Marschstiefel. Das ist relativ egal, ob man da jetzt die Marschstiefel oder den Schnürschuh mit der Gamasche trägt. Da hat man damals das angezogen, was da war, oder je nach Zeitraum, wo die Darstellung stattfindet, was da gerade aktuell war. Bei der Bewaffnung kann man jetzt sagen, dass der K98K das Scharfschützengewehr der deutschen Wehrmacht war. Es war ausgesprochen leistungsfähig, von Grund auf schon und sehr präzise. Dafür gab es dann 2-3 Alternativen. Es wurde zum Beispiel auch das Gewehr 43 als Scharfschützenversion ausgegeben und es gab später noch Optiken für das Sturmgewehr 44, also das StG 44 und auch für das Fallschirmjägergewehr. Es wurden natürlich auch Beutewaffen als Scharfschützengewehre benutzt. Da wären als Beispiel zu nennen das SVT 40 und das Mosin Nagant. Generell wurden auch zivile Jagdgewehre mit zivilen Optiken als Scharfschützengewehre verwendet. Bei den Zielfernrohren muss man sagen, dass am Anfang des Krieges noch sehr viele zivile Versionen benutzt wurden. Um eins davon zu nennen wäre zum Beispiel das Ziel 4 aufgrund der vierfachen Vergrößerung, das von Carl Zeiss in Jena hergestellt wurde. Das war auch bei zivilen Jägern sehr beliebt und wurde dann bei der deutschen Armee unter der Bezeichnung ZF-39 eingeführt. Das erste vom Militär eingeführte Zielfernrohr war das ZF-41, das allerdings aus Kostengründen qualitativ sehr minderwertig produziert wurde. Das war ein sehr kleines Zielfernrohr vom Durchmesser her, hatte nur eine 1,5-fache Vergrößerung und dadurch, dass es so klein war, hatte man das Problem, dass man in Dämmerung und bei Dunkelheit das Ziel überhaupt nicht mehr ansprechen konnte. Aufgrund der vielen Beschwerden wurde dann später das ZF-4 eingeführt, das qualitativ deutlich besser verarbeitet war. Es hatte eine vierfache Vergrößerung, war deutlich größer und konnte somit besser genutzt werden. Das ZF-4 wurde ursprünglich für den Karabiner 43, umgangssprachlich auch Gewehr 43, konzipiert und hatte zu dem Zeitpunkt noch die Bezeichnung ZFK 43. Da es aber von dem Modell, also von dem Gewehr 43, nicht so viele gab, wurde die Aufnahme an diesem Zielfernrohr abgeändert, sodass es für den K98K verwendet werden konnte. Somit haben wir jetzt eine klare Trennlinie geschaffen zwischen Scharfschützen und Zielfernrohrschützen. Das bedeutet, dass nicht jeder Scharfschütze ein Zielfernrohrschütze ist, aber jeder Zielfernrohrschütze ist ein Scharfschütze. Diese beiden Begriffe wurden ursprünglich unterschiedlich geführt, haben sich dann aber mit dem Kriegsverlauf mit der Zeit einfach vermischt zu Scharfschütze. Kommen wir zur Ausbildung. Was waren die Voraussetzungen, um als Scharfschütze ausgebildet zu werden? Natürlich als erstes musste man ein sehr guter Schütze sein. Man sollte geistig rege sein, aber auch ruhig, naturverbunden und kaltblütig. Viele dieser Eigenschaften treffen natürlich auch auf Jäger und Jagdbegeisterte zu. Darum war es auch nicht selten, dass viele Jäger Scharfschützen wurden. Die Ausbilder in der Scharfschützenausbildung waren dazu angehalten, den Jagdtrieb der Scharfschützen zu fördern. So wurden getötete feindliche Soldaten auch als Abschüsse bezeichnet. Die Ausbildung der Scharfschützen dauerte in der Regel 2 bis 4 Wochen und konnte entweder beim Ersatzheer oder bei Divisionskampfschulen absolviert werden. Inhalte dieser Schulungen waren beispielsweise Täuschen und Tarnen, das Bewegen im Gelände und am allerwichtigsten war das Distanzschätzen. Zusätzlich gab es natürlich noch theoretischen und praktischen Unterricht und selbstverständlich auch die Schießausbildung. Am Anschluss dieser Ausbildung erfolgte eine Prüfung. Diese wurde erfolgreich bestanden, wenn man mehr als 50% der vorgegebenen Ziele getroffen hatte. Kommen wir nun zu den Einsatzgebieten und den Taktiken der Scharfschützen. Die Scharfschützen waren dazu da, um feindliche Offiziere, hochrangige Offiziere oder allgemein Befehlskörper auszuschalten. Oder aber auch um technische Truppen oder auch Truppen für die Infrastruktur zu beseitigen. Das alles wurde dann im späteren Kriegsverlauf ein bisschen verwaschener. Da waren Scharfschützen dann nur noch dafür gut, die Truppenstärke zu minimieren und Verbände zu demoralisieren. Während ihrer Einsätze agierten Scharfschützen entweder einzeln
in Scharfschützengruppen oder mit einem Beobachter zusammen. Das kam immer dann darauf an, welche Missionen es halt eben gab. Bei den Missionentypen gab es dann zum Beispiel das Ausschalten bestimmter Ziele oder auch die freie Jagd, bei der man dann, wie das Wort schon sagt, halt eben das bekämpft hat, was man gesehen hat. Reden wir jetzt noch über ein paar taktische Komponenten der Scharfschützenkriegsführung. Für Scharfschützen war es immer wichtig, das Gelände, in dem sie operieren, zu kennen. Das heißt, dass die Scharfschützen, meist mit dem Beobachter zusammen, eine Stellung ausgewählt haben, das Gelände beobachtet haben und im Idealfall eine Karte angelegt haben, auf der auch schon verzeichnet waren, wo die nächsten Schussstellungen waren. Da Scharfschützen meistens nach 1-2 Schüssen die Stellung gewechselt haben, war es in dem Punkt wieder sehr, sehr wichtig, Distanzen gut schätzen zu können, um dann die dadurch resultierenden Stellungen neu beziehen zu können. Für einen Scharfschützen, gerade an der Ostfront, war es immer die höchste taktische Devise zu überleben. Das bedeutet, man ist in Russland oder allgemein beim Russlandsfeldzug davon ausgegangen, dass immer ein feindlicher Scharfschütze auch im Kampfgebiet ist. Daher war es sehr wichtig, schlauer zu sein, sich besser zu tarnen als der gegnerische Scharfschütze und den als allererstes auszuschalten, um dann weiter die Mission fortführen zu können. Da Scharfschützen im späteren Kriegsverlauf immer wichtiger und wertvoller wurde, hat man natürlich versucht, noch mehr Scharfschützen auszubilden und anzuwerben. Und speziell aus diesem Grund wurde am 20. August 1944 ein Scharfschützenabzeichen gestiftet, das speziell für Heer- und Waffen-SS eingeführt wurde. Somit wollte man neue Rekruten in die Scharfschützenschulen locken. Wie schon erwähnt, wurden Scharfschützen immer wichtiger. Das hatte was damit zu tun, dass mit Fortschreiten des Krieges aufgrund von Personalmangel die Bedeutung von Einzelkämpfern immer größer wurde und somit hatte man natürlich einen höheren Fokus und mehr Wert auf die Ausbildung von Scharfschützen gelegt. Von dem Scharfschützenabzeichen gab es 3 Stufen und zwar ab 20, 40 und 60 Abschüssen. Bestätigten Abschüssen muss man hier dazu sagen. Ein Abschuss galt erst dann als bestätigt, wenn es für den Abschuss einen Zeugen gab und der Abschuss in einer Kampfhandlung stattfand. Das heißt, wenn der gegnerische Soldat sich nicht vorher ergeben hatte. Das Scharfschützenabzeichen hatte natürlich ein paar Kniffe. So war es zum Beispiel nicht möglich, dieses Abzeichen zu bekommen, wenn man keine Ausbildung zum Scharfschützen hatte, auch wenn man ein sehr guter Zielfernrohrschütze war. Des Weiteren wurden die Abschüsse, die dafür nötig waren, auch erst ab dem Stiftungstag gezählt und somit waren alle bestätigten Abschüsse, die quasi vor dem 20. August 1944 getätigt wurden, irrelevant. Weiterhin ist dazu erwähnen, dass diese Scharfschützenabzeichen auch von den Trägern sehr oft entfernt bzw. weggeworfen wurde, genauso wie das Zielfernrohr, da Scharfschützen von den Alliierten und von den Russen selten gefangen genommen wurden. Neben dem Scharfschützenabzeichen gab es noch weitere Würdigungen für Scharfschützen. So war es zum Beispiel üblich, dass man bei 30 bestätigten Abschüssen 14 Tage Urlaub bekam. Bei 50 bestätigten Abschüssen bekam man das EK1, 30 Tage Urlaub und eine Erwähnung im Tagesbefehl und bei 100 Abschüssen war auch das Deutsche Kreuz in Gold möglich. Alles, was darüber hinausging an bestätigten Abschüssen, war es sogar möglich, das Ritterkreuz verliehen zu bekommen. Man wollte früher natürlich eine ganze Menge Scharfschützen ausbilden, es hat dann aber schlussendlich nur für 40 bis 90 Scharfschützen pro Division gereicht. Und von den etwa 50.000 Scharfschützen, die es insgesamt gab, ist die Hälfte gefallen. Das hat ungefähr so den Verlustwert der deutschen U-Boot-Waffe. Ich hoffe, euch hat das Video über die deutschen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da, kommentiert weitere Fragen und Anregungen unten in die Kommentare und dann wünschen wir euch noch weiterhin einen schönen Tag.